Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Heute laden wir ein zu unserer zweiten Katalogtour, zum neuen Jahreskatalog von Stampin' Up. Prall gefüllt mit unseren ganz persönlichen Ideen und Anregungen. Ich habe mir wieder Besuch eingeladen in meine Kreativwerkstatt. Annalena aus meinem Demo-Team ist da und wir werden euch gemeinsam durch den Katalog führen. Wir haben jede Menge Ideen für euch dabei und werden sicher auch über unsere absoluten Favoriten plaudern. Jo, dann blättern wir doch mal auf das gute Stück. Schön, Annalena, dass du da bist. Mensch, wir haben ja lange nicht mehr zusammen vor uns hingeplaudert und gebastelt. Ne? Schön, dass ich da sein kann. Ja, der Katalog macht es möglich, sagen wir es doch mal so. Fand ich schon schön mit dem Farbenspektrum hier vorne. Ja, ist eine schöne Übersicht. Ja, müssen wir mal bei Gelegenheit uns zusammen hinsetzen und die Farben reinschreiben. Ich habe letztens wieder probiert, weil ich was gesucht habe, gerade so in Farbverläufen. Und ich war bei ein paar Farben nicht sicher. Machen wir nicht jetzt, weil das ist ja ein abendfüllendes Programm. Idee. Machen wir mal, ne? Machen wir mal zusammen. Genau. Ja, wir blättern mal so los, Seite 8, 9. Sei euch gesagt, ab 1. Juni gibt es 10 Sets erstmal, die online verfügbar sind. Die könnt ihr euch auf der Stampin' Up-Seite im Internet anschauen und natürlich auch über uns bestellen oder dort direkt bestellen. Preise sind für alle Sets mit Stempelset drin 23 € und für die anderen habe ich den Preis vergessen, die ohne Stempelset kosten. Ich meine 14. Ja. 14,50, oder? Ja, genau, 14,50. Ja, spannende Sache. Wir haben schon eins da, das habe ich im ersten Video ja schon gezeigt. Wer aufmerksam auf meinem Kanal schaut, der weiß, dass ich mit dem Stempelnerd, mit dem Jonas, schon einmal durch den Katalog geblättert habe und wir zusammen unsere Ideen gezeigt haben. Und heute gibt es bei mir andere Ideen und Annalena hat halt noch ganz viele tolle Ideen dabei. Aber man kann auch einfach nicht häufig genug durch diesen Katalog blättern. Ja, ne? Muss man sagen. Ja, ja, ich packe den immer so voll, da ist es aufregender und auch anstrengender, aber ich blätter trotzdem durch. Ja, ja. Das habe ich, weiß ich nicht, schon gezeigt. Hier ist das Neue, das habe ich jetzt ein Video zu dem Mini-Album gemacht. Moment, hier klemmt was. Bleiben Sie mal schön ruhig. Hilfe. Machen wir das mal vorsichtig auf. Ein Bändchen drum gemacht. Das war wieder so ein Joke. Wenn ich Sachen vorher nicht teste, also live gebastelt, habe ich auch ganz toll mein Bändchen angebracht. Ja. Dann war das erste Problem, hinten war es zugeklebt, habe ich es aufgeschnitten, so getan, als wollte ich das so machen. Dann habe ich es vorne zugebunden. Dann habe ich gemerkt, wenn ich das vorne zubinde, dann geht es hinten auf. Also habe ich mir gesagt, das ist ganz anders geplant. Jetzt wissen, also ich zeige das jetzt nochmal, wie das geplant ist, weil das Video ist ja schon oben. Man bindet es dann hier. Das ist eine ganz neue Bindetechnik. Und die Schleife ist auf der anderen Seite. Ja, und damit ist das Buch wieder verschlossen und fertig ist es. Ist Ja, der Hammer, ne? Schön aus. Also ja, genau. Und hier, das mit der Banderole so verschlossen, das ist das Stück, was ich abschneide, wenn ich den 12×12 Inch Bogen habe. Und, und da könnte ich dann einfach noch hier so einen draufkleben und schon wäre die Naht verdeckt. Also wäre der Anfang. Ja, blättern wir weiter. Ja. Da haben wir noch einen Plan mit, ne? Ja. Wie war das? Das gefällt uns. Gefällt uns und aber auch, was man nicht so gut sieht, diese Rahmen. Da habe ich auch schon schöne Sachen mit gesehen. Ja, ne? und Das werden auch bei mir, denke ich, einziehen bald. Ja, die Rahmen. Bei mir ziehen die Fische ein. Ja. Ne? Ich glaube. Da bin ich immer noch so im Hintergedanken bei, mit den Türen. Ich bin ein Türenspezi, habe ja mal in einer Türenfirma gearbeitet. Ja. Als Türsteher? Nein. Nein, im Büro. Ja, der Sonnenblumen habe ich letztens die Koloration gezeigt. Jetzt habe ich hier mal so eine Bridge Fold. Ja. Habe ich gerade bei dir auf dem Videokatalog, da ist er wieder, ja. Videokanal gesehen. Das ist schon spät heute. Da hast du eine Anleitung gemacht. Ich habe auch eine gemacht, aber lohnt sich, deine anzugucken. Mit welchem Set hast du gemacht? Mit dem Pfirsichzeit, mit dem Papier und mit den sogenannten kleinen dicken Vögel. Ah ja, und das Birds kommt and auch Branches. noch. Das hast du ja. Noch. Ich dachte doch, ich habe was gesehen. Ja. Genau, hier ist noch eine Stempeltechnik und zwar die Acrylblocktechnik. Mal mit den Sonnenblumen und nicht die so koloriert wie hier, sondern eben mal abstrakt aufgeknallt. Das ist aber schön, um schnell zu gestalten, ne? Ja. Und dann auf dem A4-Blatt wieder ganz viele Karten und alles auseinanderschneiden. Super. Fertig ist es. Genau. Hier, kreative Tage. Kommt demnächst was? Du hast auch schon was gemacht? Werden wir sicher überall zeigen. Gemacht, ja. Liegt aber leider zu Hause. Ja. Hier, aber es ist schön. Hier kommt vom Stempelnerd, vom Jonas, dem nächsten Video, wenn er das Mini-Album Memories of the Year, Erinnerungen des Jahres. Oh. Ja,
Das war jetzt aus dem Stand übersetzt. Ich lerne. Ja. Genau. Da zeigt er, wie man das mit den Wochen richtig stempeln kann. Genau. Jo, blättern wir mal weiter. Es gibt erstmal ein paar Blümchen. Ist ja auch immer schön. Schön übernommen wurden Wünsche aus dem Garten und Libellengarten. Gleiche Technik wie eben, aber wirkt schon wieder ganz anders mit einem anderen Stempelset. Und das ist hier nochmal die Technik auf dem Acrylblock so ein bisschen aquarelliert. Gibt es wieder eine ganz andere Technik. Sich eine Landschaft vorstellen. Ja. Ne? Mhm. Ja. Hast du also mehrere Farben nacheinander mit dem Wasserpinsel wahrscheinlich? Ja, und hier war es wirklich, also eigentlich war es nur das Blau und ich bin dann mit dem Wasser nochmal durch. Also ich bin ins Blau rein und dann bin ich nochmal mit dem Wassertankpinsel. Moment, muss ich holen, soll ich? Hier. Ja, läuft. Ja, gleich die Seite schön bunt, noch nicht. Mit dem dann einfach Wasser rein. Ja, super. Mhm. Ja, weiter geht's. Ich habe die Hände heute sowieso schon bunt, jetzt sind sie auch noch nass. Ja, wir sagen nichts dazu. Ja, dann hätten wir hier das Stempelset Die Muscheln, eins der maritimen Sets. Da habe ich diese 3-Lagen-Technik und ich habe auch noch eine Box. Zu der 3-Lagen-Technik hast du aber auch bestimmt eine Anleitung auf deinem Video. Ja, richtig. Da gibt es auf meinem Kanal eine schnelle und eine langsame. Das hat sich ja so inzwischen schon bewährt. Für Leute, die mal eben schnell wissen wollen, wie es geht, habe ich eine Kurzanleitung und für die, die gern mit mir gechillt basteln, habe ich eine lange. Die Box gibt es eine lange Anleitung, hat gedauert. Ich habe jetzt schon wieder eine neue Idee für meinen Strandkorb. Hier habe ich echten Sand von der Ostsee verarbeitet. Einmal hier in die Box rein und einmal hier oben in dieses Schüttelelement. Und demnächst gibt es Strandkorb 2.0, auch in der Explosionsbox. Der Titel ist, habe ich vergessen, ich weiß es wieder, Moment, sei mal eine Schildkröte. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Also das sind so die Sachen, die ich nachts überlege, wenn andere schlafen. So. Ja, sehr schönes Set. Habe ich halt direkt schon verschenkt, was ich damit gemacht habe. Okay. Aber ganz toll ist dieses kleine Holzbrett. Oh ja, super. Es ist wirklich gestempelt, das ist in der Stanze drin, das Muster. Das Muster aus, ist ja cool. Und es sieht richtig toll aus. Ich habe noch nicht probiert. Also die Stanzen habe ich schon da, auf die Stempel warte ich. Sobald die da sind, habe ich schon die ersten 2 Projekte. Und auch die Quirle schön. Kann man das kann man ja auch alles so hinhängen, ne? So klitzeklein, mal so ein kleines Mobile. Genau. Ja. Und auch wenn die Sprüche auf Englisch sind, ich finde, mit denen kann man klarkommen. Ja, ich frage dich ja dann komme ich auch klar. Genau. Das läuft schon. For You kenne ich. Sehr gut. Und was wird gekocht? Ja, genau. Freude zu Hause? Freude ist selbst gemacht oder handgemacht. Oh Mensch, das ist ja auch was Homemade Schönes. ist wie selbst gekocht. Okay. Ja, gut. Na, so wie immer, ne? Genau. Klar. Guck mal, dazu habe ich was. Ja. Muss ich holen, soll ich? Ja, super. Ach Mensch, das ist ja super. Blendet ein bisschen. Ja. Warte, wir heben das. Wir machen es doch raus. Ja. Aber wir wollten ja auch was tun, ne? Wir haben ja gesagt, wir gucken mal. Guck mal, machen wir das zusammen. Oh, Annalena, das hast du toll gemacht. Und das kann man so, ich hebe das mal hoch. Genau. Und da sieht man den Positiv- und den Negativeffekt. Genau. Also, das gehört zusammen. Sind 2 Karten aus einem sozusagen. Super. Und mit den Blending-Pinseln unheimlich schnell gemacht. Ja. Cool. Und diese doppelten Effekte, ich wollte da mal eine Reihe zu machen, dass man habe ich auch schon eine Sache irgendwann mal angefangen mit diesen Streifen, dass man praktisch eine Idee, 2 Karten. Können wir ja vielleicht mal auf unserer To-Do-Liste für diese Momente, wenn wir sagen, was machen wir jetzt mal. Ne? Genau. Ja, dann bin ich noch mal ein bisschen zurückgegangen in mein Regal und habe die Tulpengrüße rausgeholt. Einmal hier diese mit dem Text die Erinnerung an gestern gibt uns Trost und Kraft für morgen. Kann eine Trauerkarte sein, muss aber nicht und ist auch nicht so traurig und ist dann vielleicht doch wieder eher eine Trostkarte. Die ist sowieso schöner. Und dann hier. Die finde ich total toll. Ja, die Muttertagskarte hat man letztes Jahr meine Mama bekommen. Aber die ist wirklich schön. Eine habe ich noch. Tolle Idee. Ja, gibt es auch eine Anleitung. Genau, dann blättern wir mal eine Runde weiter. Ja, jetzt habe ich ein Set. Das hier, Stempelnerd, kann ich nur empfehlen. Hat er 2 Videos gemacht und hat er letztens ja auch nochmal erklärt. Und das iPad war auch dabei. Ja, genau. Allein dafür muss man sich angucken. Ja. Und hier ist ein Stempelset. Hätte Annalena das nicht und hätte mir nicht gesagt, das ist toll. Ich hätte es nicht gemerkt. Und jetzt haben wir lauter tolle Sachen. Hast du was damit? Mach mal, zeig mal. Ich hole mal meins alles. Mach mal du. Einmal hier eine Erdbeerkarte. Ja. Das ist noch das Designerpapier aus der Celebration, ne? Hat's ja noch was? Genau. Ich sag auch momentan einfach, braucht das alte Papier auf, es kommt Neues und. Genau. Das ist eigentlich super und wir freuen uns nochmal dran. Es ist wie so alte Bekannte treffen, ne? Man kann das aber auch selber stempeln. Habe ich hier gemacht.
Und die Erdbeere ist auch mehrdimensional und Ja, irgendwo. Ja, und das sind Da. da ist noch was, da war noch was drin. Ich dachte, da ist mehr drin. Ah, super. Noch eine tolle. Ja, als ich meinem Mann die Box zeigte, Ja, guckte er rein und sagte, da ist gar keine Schokolade drin wie beim letzten Mal. das ist natürlich jetzt, Musste ich ihn enttäuschen. das ist natürlich, Aber Erdbeere ist schon, Erdbeere ist was, ne? ist toll einfach. Ich habe dann jetzt auch ausprobiert mit dem Set, habe mir Designerpapier selber gestempelt, weil meins war alle, habe ein Teebüchlein gemacht. Gibt es auch eine Anleitung. Das muss ich auch noch machen. Ist so. Für 5-mal Tee drin. Es gibt so einen Moment, das habe ich aber im Video ziemlich genau erklärt, zwar nicht, was passieren kann, wenn man den nicht beachtet, dann hätte man am Ende nur 4 Taschen. Ah. Und das ist, aber wir werden das demnächst mal, gibt es nächste Woche einen Workshop. Also wer da unbedingt wild dabei sein möchte, kann sich melden. Dann habe ich diese Dreieckskarte gemacht. Die gab es jetzt auch und gibt es auch aktuell bei mir im Mai für die Sammelbesteller. Die ist schön. Ja. Kann man so hinstellen, ne? Ja, ich mag das eh, wenn man die Karten so hinstellen kann. Das finde ich echt schön. Und dann habe ich Designerpapier gemacht. Das ist koloriert mit den Stampin' Blends. Dann die ist einfach gestempelt. Hier habe ich embossed, farbig und gestempelt. Und das habe ich heute vorhin, mal sehen, wann das Video kommt. Mal die Frage, welches Video zuerst am Start ist. Hier habe ich noch ein bisschen mit Schimmer embossed, mit Gold. Man braucht auch das alte Designerpapier gar nicht, weil man kann es ja super selber machen. Und jetzt habe ich mir nämlich gedacht, dann war noch so ein Ding, wenn man das selber macht, habe ich auf der einen Seite habe ich praktisch die Blätter und die Knubbels da, hier, weißt schon, die man wegschmeißen muss immer, embossed, und hier habe ich nur diese Teile embossed. Und dann hat man trotzdem 2 Effekte und kann das eigentlich gut miteinander kombinieren. Jetzt mache ich wahrscheinlich noch eins, was nur die Farben hat, damit ich da noch eine Kombination für habe. Oh. Ne? Das ist dann so, was bei den echten Designerpapieren auf der Rückseite dann manchmal ist. Ja, genau. Genau, und wir sparen uns das ja, weil die Rückseite sieht man ja eh nicht. Ja, Mensch, geht ja hier vorwärts, wie und die Zeit vergeht. Ja, hier, wie geht's uns damit? Nicht so meins. Ich warte noch drauf, dass ich irgendwann mal einen Tiger brauche. Ich brauche keinen Tiger. Bis jetzt nicht. Meins ist es nicht so. Nee. Bleib einfach so, du selbst. Ich hätte jetzt gedichtet, so wie du bist, oder für große Naschkatzen, aber da komme ich mit dem Tiger nicht ran. Naja, okay. Gibt Leute, denen gefällt es bestimmt. Ja. Super ein Set. Sehen wir demnächst gleich noch was von dir. Ne? Genau. Hier, das fand der Stempel durchaus nicht schlecht. Wir haben da auch schon gedanklich einiges kombiniert. Ich hänge noch am Englisch. Aber jetzt. Wie ein guter Whisky. Kein neues Set. Aber ein sehr schönes Set. Ja. Ich habe jetzt die Geburtstagssprüche auch mal einzeln für eine andere Karte schön verwendet. Ja. Da habe ich es halt schön mit kolorieren. Ja, das ist super. Sieht auch cool aus. Sieht einfach edel aus. Ne? Ja, also einfach. Ja, und nimm mal lieber raus, sonst bleibt es bei mir. Ne? So, jetzt haben wir hier einmal der Beste. Da hätte ich nochmal der besten Dank für meine Ärzte. Da kann man was reintun. Und wenn man da was rausholt, kommt da auch eine Danke-Karte raus. Muss ich auch mehrfach machen. Ich habe ja viele nette Ärzte. Das ist die Danke-Karte. Die ist trotzdem so schön flach, die Box. Ja, das ist fein, ne? Aber man könnte was reintun. Also wir haben letztens überlegt, man kann auch notfalls so eine ganz kleine flache Schokolade, ich mache jetzt keine Werbung, aber die kann man reinpacken. Ja, hier oben sind übrigens mein Stift, also Stift ist das, und da sind sogar Tabletten drin. Ja, der hat alles dabei. Ja, rundum. Ah, der Kollege von den anderen helfenden Diensten. Genau, Freiwillige Feuerwehr. Sehr schön. Für die in Rot unterwegs sind. Ja, das ist super. Coole Idee. Ja. Und hier die Schnallen finde ich auch total. Ja. Sind den echten nachempfunden. Das ist eigentlich wahrscheinlich der Ursprung, oder? Fast. Ich kenne es nicht ganz genau, aber ich habe sogar die kleinen Knöpfe nochmal extra drauf geklebt. Super, ich sehe es, genau. Hochhalten. So. Und innen drin auch nur einfach Einspruch. Ja. Na, das muss da hin, genau. Ich habe noch den Rucksack, ich glaube, den habe ich noch nicht gezeigt letztens. Gibt es natürlich auch ein Video. Das habe ich natürlich verschenkt und dann das ist wie ein Wanderpokal. Das steht dann irgendwo. Wandert das wieder zurück? Genau, dann habe ich es wieder. Ja, und dann haben wir hier die Girlinde. Ich meine die Girlande. Wenn man es immer falsch sagt, ne? Das ist, wenn man sich immer lustig macht über Begriffe. Die Puschels sind auch selbst geklöppelt. Genau. Du bist der Beste überhaupt. Der Beste. Moment. Ich stotter gerade. Der Beste. So. Ja, passt wunderbar in den Rucksack rein und natürlich noch irgendwas anderes Nettes. Keine Ahnung, aber so kleine Flaschen oder so. Ja. Und die Buchstaben passen ja gut drauf. Super, ne? Ja. Die Buchstaben sind sowieso, also
Ja, ich auch mit jedem Mal, wo ich sie nutze, bin ich begeistert davon. weiß man, warum man sie hat. Ne? Ja. Ja. So, Feuerwehr. Ja, wird wieder Ja. Gut, schade, hat's gemerkt. Ja. Ich habe noch zum Setz die Segel. Ist ja auch ein altbewährtes Set. Schön, dass es noch da ist. Immer so alte Bekannte, freut man sich. Noch eine Karte, die kann man auch gut zeigen, weil da ist der Hintergrund selbst gemacht. Das hier ist so eine Wischtechnik. Die blieb übrig bei Baby Vibe Technik. Haben wir letztes Jahr eine Anleitung, gibt es dafür auch. Und das hier ist Stempelblock-Technik kombiniert mit Baby Vibe. Haben wir mal gemacht. Haben wir zusammen gemacht in unseren, Corona, in unseren Probierclubs. Ne? Genau, ja. War super. Ja, war eine schöne Sache. Mit dem leider noch nicht wieder gemacht, muss ich Zumindest nicht in großer Gruppe. Nee. Nur face-to-face, einer. Ja, jetzt haben wir lauter Sachen verblättert und jetzt bleiben wir sofort hängen bei der Schildkröte. Da hat Annalena was. Ja. Sei mal eine Schildkröte. Ja, und da sind die Kröten, die chillen. Super, die hinten die kleinen drauf. Ja. Mit Lesezeichen. Zum Geburtstag gekriegt. Die Anleitung gibt es übrigens auch schon im Video. Hier, da sieht man auch, womit man es nicht kleben sollte im Video. Da muss ich jetzt nochmal nachdrücken. Ja, habe ich nicht gesehen. Jonas, der Stempelnerd, hat dann eine ähnliche Karte gemacht und hat eine coole Idee, wie er das klebt da. Musst ihr euch angucken. Unbedingt anschauen. Ja, aber ja, die dein ist Geburtstagspokal. Herzlichen Glückwunsch, habe ich schon gesagt. Genau. Ja. Ich habe da was auf der anderen Seite, was ein bisschen untergeht. Ja, genau. Die Stanze, der richtige Dreh. Dann dreh doch mal. Zeig mal. Ach, ich darf mal drehen. Oh, endlich. Jetzt muss es. Pfeil ist dran, ist super. Pfeil, also ich ja. könnte es schaffen. Grund zum Feiern. Dazu habe ich sogar mal ein Video. Ja, super. Und habe auch einmal, dass man dahinter noch so ein bisschen mehr Platz hat, dass man so wie ich mit meinen dicken Fingern besser drehen kann. Was soll ich denn da jetzt sagen? Ja. Gut, okay. Ja, das färbt nicht mehr ab. Aber super, ist toll. Schön auch Geburtstag. Unheimlich schnell gemacht. Ja, und es ist halt cool. Und du hast es auch schön erklärt im Video. Ich habe schon angeguckt, das haben andere schon angeguckt. Also das lohnt sich. Brauche ich gar keins machen. Annalena hat eins gemacht. Heute ist dein Tag. Super. Toll. Genau. Cool. Ja, also da habe ich mich wahnsinnig gefreut, als ich das gesehen habe. Geht auch ein bisschen unter, finde ich, im Katalog. Geht total unter, weil es nicht hinten ist. Also da bei solchen Sachen fragt uns so nach dem Motto, ist da noch was ich übersehen habe? Und dann schreien wir ganz schnell los, da gäbe es noch und da ist noch dieses und jenes. Wenn jemand was für seine Kinder zum Stempeln braucht, kann ich das empfehlen. Ich brauche es jetzt nicht so, aber bei Kindern unglaublich beliebt. Und sofort kann man es einsetzen, ne? Also ich habe eben die Sachen gesehen, wo du es schon weiter verkauft hast. Und die Projekte, und die setzen sich einfach hin und das ist viel mit Fantasie. Es regt die Fantasie an. Das und sie können auch selbst wenn sie wieder Geburtstag feiern können mit mehreren Kindern, können sie ihre Einladungen selber machen. Ja klar, und super. Das ist ja super das stimmt. Für Kinder. Und dann gleich die Themen sind auch schon klar, weil wir haben Piraten oder diese Meerjungfrauen heißen sie, glaube ich. Genau, ja, super, toll. Und hier unten ein schönes Textstempelset für Leute, die noch nicht so viele haben. Kann man mal drüber gucken, ob das dabei ist, was man braucht. Hallo Schlaumeier, sag ich nur, manch einer braucht es mal. Ja, alles fürs Baby. Übersetzt das mal locker. Hier ist ein bisschen Englisch. Ihr könnt das ja alle, ich brauche es nicht. Aber ich brauchte unbedingt dieses Set aus mehreren Gründen. Ich mag natürlich so kleine Klamöttchen. Ich habe mich auch erinnert, dass ich früher ich hatte nur eine Barbie. War auch eine Mangelware, weil da, wo ich gelebt habe, gab es die ja nicht. Aber ich hatte eine, die war auch kleiner als die anderen, aber es war eine und die hat von mir alles gekriegt, von Stutzen gehäkelt, selbst gehäkelte Stulpen. Ja, so für die, sowas und Ballerina-Kleidchen gestrickt. Also alles, was man da macht. Ich habe alle solche tollen Sachen gelernt. Von meiner Mama und von meiner Oma. Deswegen konnte man da viel machen, deswegen stehe ich natürlich auf sowas. Ja, okay. Ne? So Ankleidepüppchen und so. Ja. Die Kleiderbügel. Und das geht nämlich auch so. Ich habe hier letztens meine Gratifikationen für die Mädels in meinem Team, die sich wieder so tapfer weiter nach vorn gearbeitet haben. Gibt es dann mal, und auch für die Jungs. Ja, dachte ich mir, hängen wir das doch alles mal auf. Ich muss mich dran gewöhnen, genau. Alles toll. 2 Jungs im Team, genau. Nee, wirklich schön geworden, die Karten. Ja, super, ne? Ja. Ja, und das ist zwar ein Set, das haben jetzt vor allem wir Demos, weil wir das eben genau für das brauchen. Mit den Texten gibt es nicht mehr, aber ist eine schöne Idee mit diesem Set. Geht also auch für ohne Baby und das hier ist so ein Malertuch, also natürlich ein Schnuffeltuch, aber eigentlich ist es so dieses... Ne, das ein Tuch, was man... Ja, ein Tuch halt, ne? Ja. Ist ein Tuch, ja. Ist übrigens von Stampin' Up. Ja. Ja. So. Pfirsiche. Ja, Pfirsichzeit. Annalena, da ist doch was gewesen. Pfirsiche, reiche ich dir mal rüber? Reich mal rüber.
Das Stück. ist Ich habe doch... das Pfirsichpapier verwendet. Ja, super. Ich glaube an dich, du kannst das. Das ist diese Bridgefold, ne, Genau, die du auch die ich vorhin hatte mit der genau. Sonnenblume. Und auch hier ein cooles Papier. Und das sieht ja Genau. auch schön aus. Ja, Gefällt mir. und dazu habe ich halt die Birds and Branches verwendet, weil ich finde, die gehen auch so ein bisschen im Katalog unter. Aber Ja, die wären mir, wenn du echt- sie nicht hättest, wären sie mir wahrscheinlich auch Genau. nicht so vordergründig aufgefallen. Dazu kommt jetzt auch die nächsten Tage noch ein Video bei mir. Super, toll. Vergiss die Sorgen, vertrau auf morgen. Schöner Text. Ja, das ist in dem neuen Textstempel-Set, nicht das, was du gezeigt hast. Das andere, was ich auch habe, andere, wo wir noch hinkommen, wo ich sagen werde, das braucht man unbedingt. Ja. Genau, also super. Na. Ach so, Das wird nicht ich dachte, du merkst es Ich nicht. finde die Farben einfach schön bei dem Ja, Set. ich bin bei. Also die Farben sind sowieso schön, wenn man sie dann in der Hand hat. Das geht mir bei einigen Designerpapieren Auf jeden so. Fall. Ja. Jo, hier, die Box habe ich schon gezeigt, meine Geburtstagsbox, von wegen nichts schenken. Ich habe jetzt noch einmal hier einatmen, ausatmen, entspannen. Die Ziegen, ne? Ja. Ziegen. Ich habe sie Ziegen. letztens irgendwo mal als Schafe Ja, du hast deklariert. Es ging dann auch. Es fiel nicht auf. Es fiel nicht auf. Ja. Gehen. Ja. Hühner. Haben wir eigentlich viel, aber haben wir nicht viel bei. Aber ich habe hier noch meine Hühner-Taschentuchbox. Und Lena hat da einige Sachen. Ja, auch schon bei Insta gezeigt. Moment, muss man hier so ziehen. Soll ich? Ja, bitte. Ich mag das so gerne. Finde ich super. Wir machen es lustig mit der Taschentuchbox. Ja, mit Matchbox. Ne? Begeistert davon. Matchbox. Und ganz ehrlich, Huhn auf dem Land geht doch immer. Geht immer, ja. Also meiner Mutter bräuchte ich nur noch Hühnerkarten schenken. Ja. Jetzt haben wir nochmal Tiere. Papageien. Taucher. Ich habe sie letztens auch wieder mal als Pinguine deklariert, aber es sind Papageientaucher. Darf ich? Darfst du? Die Mechanismus in in meinem Workshop gemacht. Endlos. Nee, warte mal. Wasserfall. Nehmen wir Wasserfall. Das war eins dieser Worte, die da auf diesem Zettel standen. Es gibt Kerzen zum Geburtstag und von allen. Ach Mensch, und da unten ist es sind 5, oder? Ja. Gewinnspiel. Da war noch Platz. Ja, da wollte noch einer mit drauf. Wie viel Pinguine, nicht Papageientaucher. Ja. Wie viele sind es so? Cool. Also ist super. Schön. Ja, das ist ein schönes Set und ich kann mir vorstellen, wie du schon gesagt hast, man braucht nicht viel. Ne? Man muss nur ein gutes schwarzes Stempelkissen haben. Ja, das auf jeden Fall. Jetzt hast du schon gleich mal vorgesorgt und gleich rausgezogen. Na gut. So, hier. Ja. Gefällt? Anderen? Ja, ich finde es auch sehr edel. Ja, das finde ich auch. Aber es wäre nicht mein erstes Set. Aber ich habe schon lauter tolle Sachen gesehen. Ich auch. Also so zu Hochzeitstagen oder zu Hochzeiten an sich. Ja. Wirklich und dann sind die Texte eben auch wirklich schon. Ja. Und dann haben wir dieses so viele Jahre voller Liebe für alle Hochzeitsjubiläen. Ich finde das auch hier, das Ton in Ton, sehr schön. Ja. Ist sowieso bei einigen Sets kann man da richtig viel was reißen. Auch bei dem kann man schöne Sachen Ton in Ton machen. Also die Blätter kann man auch kombinieren mit allem. Mit allem kombinieren. Das hier wäre das Textset, wo bei mir ein großes Kreuz dran ist, habe ich natürlich auch schon da, weil da so viele Texte drin sind, die man sonst nicht hat. Maximal ein Textboom, wo ich sage, weiß nicht, was ich damit mache, aber alle anderen brauche ich. Aber selbst halt die Ohren steif. Ist eigentlich ja nicht schlecht. Ein Gutschein. So klein. Guten Appetit finde ich toll, wenn man irgendwie jetzt Hunger hat. Also. Ja, ich dachte ja so an selbstgemachte Marmelade und sowas. Ja. So vorm Essen. Ja, ist auch schön. Nee, es ist super. Für deinen vierbeinigen Freund, ja, geht. Konfirmation ist bei. Kann ich also dann daher schon empfehlen und Taufe ist bei. Und damit haben wir diese Feste schon abgedeckt und da gibt es nicht so viel. Ja. Halt die Ohren steif habe ich jetzt letztens bei einer Genesungskarte mitverwendet. Kann man machen. Passte mit 2 werd schnell gesund. Passt so gut zusammen. Ja. Na, was hast du denn da Schönes? Nee, ja. Jetzt habe ich ewige Blüten. Ist altes Designerpapier, gibt es nicht mehr. Also schon vor 1,5 Katalogen, vor 2 Katalogen. Aber einfach mal so gestaltet. Müssen wir ja schön ein bisschen auf dem Transparenzpapier. Ne? Und hier war diese doppelte Klappkarte. Gibt es ein paar Sets auch nicht mehr, aber einfach so als gut einsetzbarer Effekt. Ja, auf jeden Fall. Und dass wir euch nicht zu wenig zeigen. Nicht, dass einer sagt, wir hatten keine Ideen. Finde ich gar nicht so schlecht. Die Ranke mag ich auch. Die Ranken mögen wir auch. Die kann man nämlich hier stanzen und stempeln. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob die da genau drauf passen. Das ist so ein Fall von wegen, da lassen wir uns überraschen. Ja. Also meiner Meinung nach muss man das stempeln. Diese Ranke extra stanzen, weil die ist anders von den Blättern und von den Ranktrieben angeordnet. Und dieses Element würde ich stempeln. Und so sehe ich das, also würde ich stempeln und stanzen, weil so sind die auch unterlegt. Ah, okay. Na? Jetzt würde ich das so erwarten. Ja. Hier
Danke-Set, wenn man braucht. Du bist ein Goldstück. Kann man ja mal fast Es ist eine übersehen. schöne Kombination Ja, möglich. Da auf ist jeden einiges Fall. möglich. Wir haben auch ein. Dankeschön. Ist eine Karte. Ganz schön schaffen, Chef. So, Freundschaftsblüten. Ja. Habe ich schon was gezeigt. Gibt es auch schon ein bisschen was, aber Annalena hat zu diesem Set was. Genau. Zu der Kombination mit dem Männerset. Mit dem Männerset. Super. Einmal koloriert mit Ja, dem Blends, schön. einmal nur schnell Einmal gemacht. so, wirklich, genau. Cool. Um es einfach mal zu testen. Ja, ich finde auch das hier mit dem Gerissenen. Mhm. Ja, was man so denkt, das ist ein schöner Effekt. Ist ein ähnlich schöner Effekt, wie wenn man an der einen Seite einfach eine helle Kante setzt mit einem naturfarbenen. Ja. Einfach, dann hast du so einen Schatten dran, geht auch, aber das Genau. finde ich auch sehr, also ein sehr edler Effekt. Ja. Gefällt mir gut. Mag ich auch. Toll. Zu welchem Anlass? Ich wollte einfach mal kolorieren. Wieder. Kolorieren, ja. Ne, ist doch Also, schön, aber ist ja eine schöne Familienkarte oder für einen Genau, Gutschein finde ich oder auch für sowas. einen Tag am Meer oder so. Genau. Ja. Was man machen sollte, ist es auf einem extra Blatt machen. Weil, Genau. Oder man klebt jetzt eben weiß eins hinter. Genau. Ja, kannst du ja auch machen. Hast du ein grünes hinterkleben, ein blaues hinterkleben. Genau. Und dann sieht das innen schon wieder ganz, ganz anders aus. Anders. Und, ja. Super. Schön. Hier haben wir auch schon schöne Sachen gesehen, haben wir uns schon auch unterhalten. das Papier Genau. sehr schön, habe ich schon gesehen. Noch ein Dankeschön-Set. Genau. Kann man viel stanzen, schön kombinieren. Also hier auch so Stanzelemente sind schön. Ja. Hier haben wir vorhin ein Äuglein drauf geworfen. Count on me. Ja. Ja, das ist ein Englisch. Pinguin dabei. Ja. Was soll ich machen? Auch er ist ja eine Messe, oder? Der kleine Fuchs. Und ich habe ihn irgendwo mit Streifenkittelchen gesehen. Ja, goldig. Auch schon gesehen. Also da müssen wir noch mal drüber reden. Genau, das ist was, also auch die beiden. Ja. Warum denn nicht? Ne? Mit der Spiegeltechnik einfach genau. toll. Ja. Vöglein habe ich noch gar nicht so viel gemacht, aber doch immer wieder. Wir haben mal in einem Workshop auch was gemacht. Genau. Also Fantastfisch. Das muss man natürlich, hast du auch was, ne? Ich habe auch was, aber mach du erstmal. Mach du, soll ich? Mach ich. Du. Okay, gibt es gerade eine frische Anleitung. Und zwar eine Wasserfallkarte mit als ISO-Card. Hier ist gerade rausgefallen, war noch nicht eingeklebt, das Kalendarium. Weil ich noch nicht weiß, für wen das ist, habe ich das noch nicht eingeklebt. Eine Geburtstagskarte, wo man dann im Kalendarium den Geburtstag einkreist. Das Papier ist aus dem, heißt es Schöne Natur. Kommen wir nachher drauf. Das ist eigentlich Wald, aber ich fand es als Meereslandschaft ganz nett. Und dann mit Liebe und Meer. Ein Schwarm lieber Geburtstagswünsche, also lieber Wünsche zum Geburtstag für dich, weil du gigantisch bist und heute ist dein Tag. Und hier kommt noch der nette Geselle raus. Wasserfallkarte kann auch seitlich. Ja, wenn man es richtig macht. Im Video habe ich es natürlich falsch rumgeklebt, das erkläre ich dann natürlich. Und wir wissen es ja auch schon alle in meinen Videos, sind da solche Sachen von wegen. Ich zeige immer gerne die Fehler, damit ihr es dann richtig macht. Guck mal, mein Wal bewegt sich auch, wenn du seitlich einmal ziehst. Warte. Muss ich ziehen, soll ich? Ja. Ein bisschen. Zu doof. Moment, er war festgeschwommen. Ja. Lässt sich in den Algen fahren. Super. Das ist ein cooler Effekt. Ist eine einfache Technik, wenn man weiß, wie es geht. Ne? Ja, ich habe ein bisschen rumprobiert, aber dann hat es sehr gut funktioniert. War einer der ersten Karten, als ich bei Stand-Up eingestiegen bin, so bei den ersten Swaps, dass jemand eine Weihnachtskarte so gemacht hat, wo dann das ein Auto mit einem Weihnachtsbaum hinten drauf da so rausgezogen wurde. Ja, schön. Ja, das war so eine der ersten Karten. Auch total schön. Lass mal hier liegen. Nee, lassen wir nicht hier liegen. Lassen wir nicht da liegen. Versuch was wert. Ja. Genau. So. Ja, die Seite wäre für mich eigentlich nicht, weil es alles Englisch, aber hier oben sind schöne Motive. Ja. Wer gerade so kleine Heftchen und Büchlein und Scrapbooking macht und ja, was auch immer für Reisen. Das fand ich auch schade, dass sie es nicht übersetzt haben. Ja, gut, weil das kann man noch. Schaffe ich noch, genau, vielleicht. Aber Later habe ich auch einen Schimmer, ja. Aber dann war es das schon. Ja, bleibt nach wie vor schön. Ist ein Klassiker schon fast inzwischen. Ja. Also ich dachte schon, er wäre raus und dann habe ich mich gefreut, dass er wieder drin ist, aber ich habe ihn noch nicht. Noch nicht. Auch diese Herren wurden schon mit Kleidern versehen. Ja, der eine hat sogar ein Bikini an. Das habe ich gesehen. Ja, also war ganz goldig geworden, muss ich sagen. Wer kann, der kann. Ne? Ja, mit wer es tragen kann. Ja, wer es tragen kann. Ja. Okay, ohne Altersgrenze. Deine Karte, wir haben jetzt zusammen ein Video gemacht. Genau, ich habe die von der Mama dabei. Zum Muttertag. Eine Inside-Out-Karte, hätte ich gesagt. Aber vielleicht habe ich auch damals einen anderen Namen gesagt. Das ist bei mir ja relativ. Ganz einfache Technik. Schnell gemacht. Genau. Haben wir Gebäck? Hast du Gebäck? Nee, habe ich nicht.
Gebäck ist weg. Gebäck habe ich letztens gezeigt. Mache ich noch was demnächst. In Kombination mit der Schildkröte. Ihr könnt gespannt sein. Ja. Zu unserer Teamaktion. Box. Ich sag nur Box. Hast du die Box auf dem Plan? Nein. Ich verlängere. Gut. Ich habe sie liegen. Ah. Wir haben ein paar schöne neue Weihnachtssachen. Muss ich wenigstens einmal einwerfen. Ach so, Weihnachtssachen. Ja, das ist auch super. Schön. Also auf jeden Fall die Farben. Die Farben sind toll. Sofort bei. Also ich mag auch das in dieser Rotkombination. Ja. Ist noch ein bisschen früh, aber... Ja, ich kann noch nicht. Aber hier 24.12. braucht man ja immer mal wieder. Ja, so ein Tag. Und auch die Stanzform ganz toll mit den Sternen. Und gute Nachricht, es kommt ja demnächst ein neuer Mini-Katalog im August für euch. Ich bin auch ganz dankbar, dass er jetzt nicht zum Juli gekommen ist. Richtig, ich bin da ganz froh. Wir haben ein bisschen Luft, können einmal mehr durchatmen. Im Juni, jetzt kommen so viele tolle Sachen, allein mit diesen... Und den Sets vorne. Sets vorne drin, genau. Und der Ausverkauf vom Mini-Katalog vom ersten. Und die Celebration, die zweite, fängt dann im August an und ist praktisch August, September. Und das finde ich ganz gut, weil da sind wir gut bei. Ja, August, September. Ich bin immer noch bei Juli. In welchem Jahr warst du? Gut. Ja, ich war noch. Ist praktisch verschoben worden mit dem Katalog. Genau. So. Der Schneemann ist noch da. Ja, das ist schön. Freust du dich, ne? Ja, ich freue mich. Ich weiß, haben wir letztes Jahr schöne Teamaktionen gemacht. Gab es schöne Schneemänner. Dieses Papier sehen wir hier schon mal, Tintenkunst, war völlig an mir vorbeigegangen und dann hatte ich es da, wegen dem Papiershare, weil man bei mir ja auch Viertel- und halbe Pakete kaufen kann. Und nachdem ich es ausgiebig gestreichelt hatte, wusste ich brauchte noch mehr. Hast du eine Schere angesetzt? Habe ich eine Schere angesetzt, war ganz schnell alle. Genau. Ja, da haben wir auch schon gezeigt damit. Ja. Hier bin ich tatsächlich noch... Oh, habe ich da Sachen gesehen. Wird noch irgendwann, denke ich mal, ist nicht sofort bei mir drauf, aber schöne Sachen sind es. Dem war ich dabei. Also da würde ich jetzt meine deutschen Texte einfordern wollen. Ne? Aber das mit dem Mond, das war... Und auch hier geht ja richtig super, was. Ne? Also, und mit als Drehkarte. Warum denn nicht? Ja. Hm? Das wäre schon, wenn der Mond sich dreht. Der Mond dreht sich und dann haben wir oben Texte drin von wegen... Was auch immer, Tag und Nacht. Hier sind auch nochmal schöne Texte, nur das Beste, sehe ich gerade. Das war auch so eins, was an mir vorbeigegangen ist, bis es jemand bestellt hat bei mir. Und dann habe ich es mir mal genauer angeguckt. Hier, das mit dem Papa ist ja schon ein schöner Spruch. Ja. Ne? Und nur das Beste klingt man hat auch erstmal für alles ein bisschen was da. Ja, ja. Du hast bestanden. Genau. Guck mal, ich habe einen Fisch vergessen. Wir müssen einen Fisch nachreichen. Ihr erinnert euch, das Set... Ich habe den Namen vergessen. Fantastfisch. Fantastfisch, genau. Ach, diese Karte. Die Stanze dafür. Ja. Der Fisch kann man ja nicht nur stempeln, man kann ihn noch aufstanzen. Genau, und da kannst die Einzelteile dabei draufsetzen und schon ist es komplette Karte. Ne? Man kann sogar das Auge ausstanzen. Ja, das ist richtig. Haben wir bei der Schildkröte auch. Ja. Wenn wir warten, für die Kreise sind oder ob wir da schöne Anhänger, können wir machen, aber ist ein bisschen schwierig, aber geht. Aber die kann man auch auf die Schildkröte setzen und hier ist das genauso. Stempel gehört wohin? Ist das noch ein aktueller? Nee, das ist ein altes. Ich habe gerade überlegt, weil ich bin auch vergessen. Karte. Ja, nee, aber cool. Und auch hier dieser Effekt, den hast du da schön gebaut. Ja, einfach mit dem Stempelkissen drüber gezogen. Ja. So die geprägte Karte. Toll gemacht. Ja. Super. Handgemalte Blüten, hast du es bei? Ja, handgemalte Blüten habe ich. Einmal, was ist bei mir? Zum Katalog das Goodie, ne? Genau, kannst du vorne öffnen. Kann man so rausziehen oder so. Super. Toll. Ja, ich finde das so schön, weil es schön einfach... machen mit dem Stempel, ja. Ja, man kann dieses Two-Step lernen, ohne dass man haargenau stempeln muss. Genau, das sieht echt aus. Weil es sieht nämlich so aus wie das Geschenkpapier. Genau. Ja. Und toll. Da hast du noch so eine mit einem Fenster, ne? Ja. Ich nenne es ja die Bridgefold verkehrt herum. Ja, keine Ahnung, wie die verkehrt heißt. herum, genau. Ja. Ich komme gerade nicht, also es ist eigentlich so ähnlich wie diese, komme ich natürlich gerade auch nicht drauf, wie man so aufmacht und du hast ein Diorama. Diorama, genau. Genau, so was genau. auch. Cool. Und auch dieses Element hier hinten, super. Das ist ein schönes Set einfach. Ja. Hat mir gut. Bin ich auch froh, dass ich mir endlich mal ein Blumenset geholt habe. Ja. Das wird noch kommen bei mir. Ja. Aber ganz ehrlich, weil mich diese Karte da oben... Okay, ja, ist ja auch ein schöner Effekt, ne? Mit dem aquarelliert. Ja, weiß embossed. Genau. Finde ich toll. Ja, und dann so schön aquarelliert, das sieht super aus. Ja, mit den Dingern hier. Da freue ich mich auch drauf, ja. Wassertankpinseln. Ja, hier haben wir ja vorhin schon gesehen. Hast du noch eine? Nee, haben wir aber vorhin die hier schon gehabt, die eine Karte. Genau, und hier kommt noch. Wie heißt die?
Wie war Das ist eine Zickzackkarte. Ja. Ja, super. Vorne zum Öffnen, nicht Kann man aufziehen hier- diesmal. Das bedeutet, mach sie gefälligst auf. So, Video ist gedreht, nur noch nicht hochgeladen. ja, sehr schön. Super. Und wie gesagt, die Vögel sind einfach. Ich habe auch schon Hochzeitskarten damit gemacht. Mhm. Ich mag die kleinen Ja. einfach. Nee, toll. Super. Hast du noch was zu der Seite? Nö, Hast doch. du nicht Zu was der zur anderen Seite habe Hortensie? ich was. Zur Hortensie? Ja. Bin hier ganz beschäftigt mit mir. Du hast die Bühne ist Ja, frei. ja. Du kannst auch in die kleine Kamera kommen. Nein, danke. Ich komme auch so zurecht. Und Das einmal- ist nicht gestempelt, das ist das Stanzenset von der Hortensie. Ja. Da sieht man jetzt auch so ein bisschen, was das so Mhm. mit Struktur ist. Ich habe Cool. hier einfach die Mhm. Blattinnenteile drin gelassen Ja. und mit festgeklebt. Super. Sieht schön aus. Und auch mit dem Papier Transparent, gibt es Pergament. jetzt gerade eben noch im Ausverkauf. Ja, genau. Und auch mit dem Pergament nochmal Ja. draufgesetzt, ist immer ein schöner Effekt. Macht so eine Karte immer besonders wertig. Ja. Mhm. Und ist schnell, trotzdem schnell. Ja. Also, Mhm. Schön. Ja. ich glaube, das war es schon auf meiner Seite. Ja. Ja, bei mir kommt auch nicht mehr viel. Jetzt habe ich hier nochmal, zeige ich nochmal die Windlichter. Letztens habe ich das große Oh, die gezeigt. sind so schön. Geht, ne? Kann man machen. Muss Ja. man nicht, aber kann man. Ich bin da ein Fan von. Ja, so. Freundschaftslichter kann man so hinstellen. Die leuchten. Nicht viel gemacht, nur ausgestanzt, diese tollen Stanzformen und dann ein bisschen gestempelt. Ja. Und in der Mitte ist aus. Ich habe mich gefragt, was will ich denn mit dem Pergamentpapier? Aber jetzt, wo ich es bei dir gesehen habe, Ja, und auch mit dem Album vorhin vorne. ja, Und das habe ich im Video schon erklärt zu dem Album. Es arbeitet sich wesentlich angenehmer oder einfacher. Angenehmer ist schon wieder ein bisschen zu sehr gewertet. Ich sag mal einfacher als das andere weiße Pergamentpapier, weil es bricht nicht so schnell. ah, okay, Also es schön. ist weicher. Schön. Und dadurch konnte ich die Falzlinien super ziehen und es hielt auch was aus. Super. Ja. Trauerkarte oder Trostkarte habe ich damit auch gezeigt. Habe ich aber letztens schon gezeigt. Und hier eine ganz einfache Karte mit dem Wow. geschmackvoll gestaltet. Hast du auch mal benutzt? Ja, habe ich mehrere gemacht. Die sind irgendwo dann in dieser Sammlung an Karten, die man einfach liegen haben muss. Ja. Ja, geht viel mit. Habe ich auch schon ein paar andere Sachen gemacht. Fällt mir ein, aber die habe ich, glaube ich, schon gezeigt oder nicht gefunden. Ja, nicht so meins. Ist auch nicht so, ich komme mit der Gestaltung auch nicht so ran. Also deswegen habe ich sowas meistens ja nicht. Das ist hier ähnlich. Mhm. Da wäre ich schon wieder bei, aber ich habe noch Vorrat an Blättern. Aus dem Mal letzten sehen, Herbst. ja, sehen, was der Mini-Katalog. Oh. Ich ahne Schreckliches. Nein, ich freue mich schon auf bestimmt irgendwas schönes Herbstliches, wo ich dann wieder überlege. Das Wiesenglück ist immer noch im Hinterkopf. Ist schön, hat auch schöne Sprüche Ja, dabei. genau. Einfach. Und Ja. eine schöne Schrift. Ja. Auch das ein schönes, wer noch nicht zu viele Blumen hat, weil man es eben auch in 2 Schritten stempeln kann und gleich schön kolorieren kann. Ja. Miteinander. Nochmal ein paar schöne Elemente. Ich habe auch hiermit ganz tolle Dinge gesehen, was ich vorher gar nicht so wahrgenommen habe, diese schönen Stanzformen. Kann man schöne kleine Elemente machen, Ja. dadurch, dass sie quadratisch sind. Kann man selbst Windlichter machen oder kleine Boxen, Genau. wo das dann immer auf die Seiten passt. Also ist eine Überlegung wert. Und in der Kombination ist es auch okay. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Hintergrundstempel, so ganz flächige Stempel. Habe ich immer auf dem Zettel und ist doch noch nicht bei mir dabei. Das Wasser habe ich, aber die Mauer bin ich eigentlich noch dabei. Das ist kein Wasser, das ist eigentlich eine Birke. Aber wir benutzen es als Wasser. Ich Ja, auch. ich würde auch nie auf Birke kommen, weil ich weiß ja nicht, was das Wort heißt. Ja, jetzt ich weiß war der ich's. Meinung, das ist eine Brandung. Ah, nee, Ja, es ist eine Birke. Ich übersetze Englisch grundsätzlich nach Gefühl, so habe ich auch in meiner mündlichen Prüfung eine 1 geschafft, was mir natürlich keiner glaubt, aber ist so. Okay, handgefertigt habe ich nur eine Karte, weil ich die Technik so witzig fand, haben wir letztens in einem der Online-Workshops gemacht. Schneller gemacht, als man denkt und dann so ein Stempel drauf, so einen für die Handarbeiter unter uns, für die Kreativen. Schönes Set, kann man viel mitmachen. Ja. Habe auch schon andere Sachen mitgemacht. Ja, und jetzt kämen wir dann noch, ich habe das letztens ziemlich genau erklärt und wir sind heute schon wieder bei 40 Minuten. Ja, wir sind blättern schon mal ein wieder, bisschen flotter. wir blättern jetzt flotter, also hier alle Farben. Wenn ihr da nochmal ein Video sehen möchtet zur Aufteilung des ganzen Katalogs, schreibt das einfach. Ja, wir haben das letztens also erklärt. Hier sind noch ein paar Designerpapiere. Ich habe ein Ja, paar die sind doch einfach schon mal drin, ganz nur spannend, einfach ne? um noch mal zu gucken. Und zwar war das nämlich, wo ich vorhin das schöne Natur war. Ja? Genau. Da hatte ich hier, von diesem hier hatte ich diese Felder, wo ich die Texte drauf gestempelt habe. Und dieses war mein Wasser. Deine Eigensozial. Genau, meine Wasser. Nee, ist ein tolles Papier. Tolles Habe Papier, ich ne, auch von schon. beiden Seiten und kann Ja. man richtig und ist schneller alle, als man denkt. Ja, leider. Deswegen habe ich es auch hier schon drinnen liegen. festgestellt.
Ja, damit Sicher, das, sicher? Genau. Ah. Dann habe ich hier noch die Pflanzen. Auch damit geht einiges. Einmal diese bunten Seiten. Dann auch einzeln auszuschneiden. Und dann natürlich die Rückseiten. Ja, das finde ich schön, dass sie Auch mehrere hier, Mauerwerke haben und Holz sowas, ja. nochmal bei. Und das sind immer Sachen, da freut man sich. Die sind auch immer viel zu schnell alle. Ich verstehe das auch nicht. Also, drehst dich ums weg, Ja, ne? Ich denke immer, habe ich irgendwo anders hingelegt. Nein, ich habe es verbraucht. Ja, Stiefmütterchen. Was ich euch hätte unbedingt noch zeigen wollen, aber das habe ich auch schon wieder verbraucht. Das ist dieses Tintenkunst. Ich muss da was holen, soll ich, hat Annalena gesagt. Genau. Dabei zeige ich euch einmal nochmal die Stiefmütterchen. Damit gab es auch meine Katalog-Hoodies. Ah, Annalena hat was vorbereitet. Ah, genau, da war doch noch was. Muss man einfach zeigen, weil alles so schön miteinander zu benutzen ist. Und da sind Farben angegeben, die meiner Meinung nach nicht stimmen. Ich mache da mal so ein kleines Spielchen draus. Wer möchte, kann da nochmal selber Tipps abgeben, ob da andere Farben dazu passen. Also das sind jetzt erstmal die eine Seite. Wunderbar zu kombinieren miteinander. Und auf der Rückseite haben wir diese schönen Hintergründe. Und selbst diese eine Seite, wo fast nichts drauf ist, die man gerade nicht sieht. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Moment. Ach, die wohl nur in der Mitte. Ich habe die auf der anderen Seite. Ja, warte mal. Hier. Die ist nämlich schief, genau. Selbst mit der habe ich also schon diese Karten vorhin mit der Schildkröte, waren genau damit und das wirkt gigantisch. Toll. Und selbst wenn du dieses Eckchen hier nur hast, das passt, ne? Ist auch wieder, dass das Papier in Natura wieder viel schöner ist. Also in echt. Ja. So, nehmen Sie mal Ihr Papier. Ja, sicher ist das. Sicher ist das. Ich habe ein einnehmendes Wesen, genau. Falls ihr habt, ganz mein Geschmack, das ist immer noch im Katalog drin. Gab es im alten Jahreskatalog drin. Richtig gefreut, dass es übernommen worden ist. Fand ich auch, weil es schön so ein. Das ist übrigens auch ein preislich günstiges Set. Man hat nicht 12 Seiten, sondern 24 Seiten und dann sind 25 €. Ja, eine gute Rechnung, das ist nämlich günstiger als. Das ist Mathematik. Jo, hier hätten wir noch das Besondere, die Designerpapier einfach elegant. Das sind jetzt die Rückseiten quasi. Genau. Wir wollten uns das Schöne für den Schluss aufheben. Ja, genau. Hat also auch schon viele Fans. Wirklich elegant. Ja, und das hat auch Fans unter Leuten, die sonst gar nicht so auf solche Sachen stehen. Ja, das kann man nicht verachten. Mal einfach jemandem so ein Blatt hinhalten und der könnte sein, dass er sagt, oh, muss ich haben. Egal wofür, brauche ich. Ja, kenne ich. Ja, Weihnachtspapier ist hier auch schon und wie gesagt, da kommt ja noch was nach. Die Pfirsiche. Toll. Habe ich auch eben bei deinen Karten gemerkt. Schöne Papiere. Auch die Blautöne kann man auch wieder schön für Maritim auch verwenden, habe ich schon festgestellt. Ja, da geht was. Aber es ist ein wirklich schönes Papier. Ja, super. Also auch hier hinten, das ist super. Ja, genau. Hier einfach nochmal darauf hingewiesen, Seite 134. Es gibt Designerpapiere in 6x6 Inch zu jeder In-Color-Farbe. Und zwar immer in den Farbfamilien im Paket. Toll. Damit kann man super was machen. Ich sortiere mir die dann von den letzten Jahren auch noch. Die kann man auch später noch verwenden. Ich mache dem nächsten Album mit lauter alten Papieren, weil sie einfach weg mussten. Genau. Brauchst du auch Platz fürs Neue? Ja, das ist immer das Problem, ja. Genau. So, weißes Papier, ganz wichtig. Wir haben jetzt dieses Grundweiß, gut zu verarbeiten, ähnlich wie das Flüsterweiß. Immer gut versorgt, in extra starker Form und in normalen. Lohnt sich, beides da zu haben, weil manchmal braucht man einfach für Mechanismen oder Mechaniken, was auch immer, braucht man manchmal auch Stärkeres. So, doch Kartenfalltechnik. Jetzt, wo du es sagst. Ich meinte aber die Mechanik daran ist entscheidend. Okay. Bändchen haben wir auch. Ist nicht zu verachten. Passt, irgendeine Farbe passt zu jedem, dann immer irgendwas. Die In-Colors sind am besten versorgt, die neuen. Tolles Band. Ja, schön. Kann man auch meterweise bei mir kaufen. Hier haben wir noch ein bisschen Bling-Ding und Schnickschnack und Schnullikram. Die Gläser gibt es noch, weil wir haben ja die Stanze noch. Genau, im Katalog dann noch das, was wir unbedingt brauchen, den Stemperatus auch aufgeführt und erklärt, aber die Stempelblöcke, die brauchen wir unbedingt, wo wir unsere Stempel schön drauf machen können und dann wunderbar anfassen können und stanzen können. Fällt mir gerade ein, in den Sets ist auch ein Stempelblock drin, das ist aber ein ganz einfacher. Also wer sich so ein Set kauft, was wir ganz zum Anfang gezeigt haben, um einfach mal Stampin' Up kennenzulernen oder das Material einfach mal in den Händen zu halten, der sollte an der Stelle wissen, dieser Stempelblock ist nicht das, was sonst Stampin' Up an Stempelblöcken hat. Ja, diese sind einfach griffiger. Die kann man besser anfassen und liegen gut in der Hand. Ja, das stimmt. Das muss man wissen. Wobei ich an dem Set einfach toll finde, dass ist alles dabei. Sogar das super. Klebematerial das ist einfach nur, damit man weiß, was. Es ist nicht der normale damit man Block, sagt, da geht noch was. Bei Stempelblöcken geht noch was. Aber ihr habt in der Kiste für die 23 €
eine volle Aktion drin. Also ich sag mal so Kindergeburtstage, Familienfeiern. Ich kann das übrigens empfehlen. Wir hatten letztens ein Familien-Zoom-Meeting mit allem, was zu einer Party dazugehört. Wir wurden vorher kleine Materialpakete verschickt und dann haben wir zusammen eine Stunde gesessen und gebastelt und alle haben ihre Projekte gezeigt. Immer so in Zweiergruppen, jeder da, wo er saß. Großer Spielerunde und hast du nicht gesehen, aber es war also ein Kreativblock von einer Stunde dabei. Und das sage ich mal mit gestandenen Jungs und Mädels. Ja, muss man ja erstmal machen. Und dafür bieten sich solche Sachen an. Und ich glaube, die Sets sind auch sowas. Ja, wo du sagen glaube kannst, ich auch. wir müssen eben auch Alternativen zu früheren Aktionen finden. Und da finde ich, da geht auch online einiges. Hier nochmal alle Stanzen aufgeführt. Handstanzen. Die Schneidwerkzeuge, wer noch nicht hat, den Papierschneider, wäre das absolute Must-Have, wenn man Ja, sich... ist das Erste, was... Ja, also Schere ist auch eine ganz schöne Sache und ich würde auch diese Schere immer empfehlen, weil die einfach gut schneidet. Und ein Falzbein ist auch eine ganz super Sache. Und der Aufhebhelfer, Moment, jetzt holen wir die ganze Bande da rein. So, genau, ganz top, braucht man unbedingt. Papierschneider. Noch einmal mehr. Ja, sind wir uns einig. Stanzmaschine, wenn man dann weiß, man möchte öfter und mehr und immer wieder, dann ist das auch eine Option. Gibt es in klein. Moment, komm mal rum, die mein kleine. Freund, die kleine. Ja. Und in groß. Die ist leider außerhäusig. Meine, genau. Unterwegs. Die ist verreist. So, und dann haben wir noch ein paar Prägeformen, auch für die Maschinen. Und es gibt jede Menge für die kleine. Das ist immer, was hier so zwei Elemente sind. Also der Strich, der weiß dazwischen, heißt, es sind zwei Teile. Die kriegen wir durch die kleine Prägeformmaschine geleiert. Geleiert ist auch ein schönes Wort. Ja. Hier ist Schrift. Ja, das denke ich, wird auch noch. Ja, das habe ich übersehen. Ich wollte schon 5-mal holen. Hier hinten habt ihr die Pakete und Stanzformen einfach nochmal aufgeführt. Wir sind jetzt ein bisschen zügiger, weil wir uns sagen, ihr habt vieles schon gesehen und irgendwann wird man ja auch müde. Also ich sowieso. Ja, hier haben wir nochmal eine Stanzform einzeln. Halt. Da können wir nochmal auf das Dreh. Da ist er endlich. Genau, vorne wird darauf hingewiesen und hier hinten haben wir alle Elemente. Sieht man, was da alles bei ist. Und da ist echt viel bei. Und man hat eben auch Elemente, die man sonst nicht hat. Kleine Sterne, Herzen, Felder. Genau. Ja, also das ist lohnenswert und man ohne kann unterschiedliche Gucklöcher, sage ich mal, einarbeiten. Ja, toll. Hier die Basic-Bordüren sind auch nochmal eine Überlegung wert zumindest. Das gehört zu diesem Fischen, genau. Diorama. Also wenn man solche Elemente braucht für Karten, die eine räumliche Tiefe zeigen. Und natürlich mein absoluter Kracher. Moment, muss ich holen, zeige ich. Wo ist er? Hier auch nochmal darauf hinzuweisen, die im Bilde. Auch eine schöne Sache. Gut für Karten, die 3D-Effekte haben. Anhänger nach Maß. Also wenn ihr noch keine Anhänger habt, die lohnen sich ohne Ende. Ja, Klebemittel. Doppelseitiges Abreißklebeband. Unbedingt Dimensionals, also die Abstandsklebepunkte, Flüssigkleber. Kann man alles empfehlen. Ja. Die Streifen für 3D-Projekte. Ja, hier hinten wird noch was erzählt, was Sinn macht. Partys oder bei einem Umsatz ab 200 Euro gibt es Shopping-Vorteile. Die werdet ihr sofort auch bekommen, sobald ihr ab 200 Euro bestellt. Da achten wir als Demos drauf, dass euch da nichts verloren geht. Da ist nochmal aufgelistet, wenn ihr denn mal sagt, wir brauchen eine richtig große Bestellung. Da gibt es noch mehr Vergünstigen, mehr Rabatt und auch einen Artikel zum halben Preis. Wenn man zum Beispiel eine Party ausrichtet oder sich einmal eine Grundausstattung anschafft, dann macht das alles Sinn. Die Sets hier hinten bekommt man nur, wenn man ab 200 Euro bestellt. Und es ist da auch ein schönes Designerpapier-Set drin. Ja, nochmal die Auflistung der Index. Der Katalog ist geschafft. Wir zwei sind auch, also ich bin geschafft. Ich bin noch ein bisschen. Auch schön war es wieder war mal. Schön. War super. Ach Mensch, wir haben uns wieder mal getroffen und wir haben zusammen den Katalog noch einmal, zum wievielten Mal? 1, 2, 3, 4. Schon das eine oder andere Mal, aber genau. Super. Sehr schön. Schön, dass du da warst. Darfst noch ein bisschen bleiben. Na. Okay, das war's von uns. Besucht uns auf unseren Blogs. Wir informieren dort auch regelmäßig über alle aktuellen Aktionen und die Termine für unsere Sammelbestellungen und wann es sonst noch los ist. Online-Workshops oder Materialpakete. Achtet da einfach drauf. Wir versuchen laut genug zu schreien, dass ihr alles mitkriegt, was wir euch anbieten. Aber lest am besten auf den Blogs nach. Wie heißt dein Blog? www.doberschütz.de. Nett. Das ist ja nett, Mensch. Ja, genau. So merken wir uns das, genau. Mein Blog heißt, Moment, ich habe einen Zettel, lese ich vor.
www.stempelfamilie.blogspot.de. Außerdem hat jeder von uns seinen YouTube-Kanal. Da seid ihr wahrscheinlich im besten Fall jetzt drauf, entweder auf meinem oder auf Annalenas. Wie heißt deiner? Annalena Doberschütz inzwischen. Ah, ja. Ich glaube, das habe ich geändert von Anna Doberschütz. Okay. Aber Doberschütz ist... Doberschütz ist, dann findet man das. Da Ja. gibt es nicht so viel. Sobald man die Anna dabei hat, dann findet man es ganz genau. Bei mir Stempelfamilie Angela Köber. Genau. So, jetzt wünschen wir euch kreative Zeiten. Bis zum nächsten Mal. Die Angela von der Stempelfamilie und Annalena aus der Stempelfamilie. ja. Macht's gut. Tschüss.